Hallo und herzlich willkommen zum Thema Benutzerrechte und Vorlagen in Xentral. In diesem Video zeigen wir dir, wie du deinen neuen Benutzern die benötigten Rechte im System zuweist. Dazu schauen wir uns zuerst die sogenannten Benutzervorlagen an, um schnell bestimmte Rechtebereiche abzudecken. Danach vergeben wir auch noch manuell einzelne Rechte. Legen wir also gleich los. Um die Einstellungen für die Benutzerrechte aufzurufen, klickst du oben rechts auf das Einstellungs-Icon, suchst nach Benutzer und wählst den entsprechenden Eintrag. In der Benutzerübersicht siehst du in der Spalte Anzahl Rechte direkt, wie viele Rechte ein Benutzer hat. Für unser Beispiel bearbeiten wir den neuen Benutzer, der aktuell nur 4 Rechte hat. Wenn du bereits einen weiteren Benutzer mit ähnlichen Rechten hast, kannst du diesen rechts auswählen, um dieselben Rechte zu kopieren. Alternativ kannst du die Rechtedatei des Benutzers in der Übersicht herunterladen und hier wieder hochladen, um die Rechte zu übernehmen. Für unser Beispiel wollen wir allerdings den Weg über die Benutzervorlagen nehmen. Diese können wir kurz in einem neuen Browser-Tab öffnen. Standardmäßig hast du hier eine Auswahl an Rechtevorlagen für bestimmte Arbeitsbereiche und kannst diese bei Bedarf anpassen. Natürlich kannst du auch komplett neue Rechtevorlagen erstellen, indem du auf den Button oben rechts klickst. Als Best Practice empfehlen wir, zunächst mit den bestehenden Vorlagen zu starten und darauf aufzubauen, bzw. diese individuell innerhalb der Benutzer zu erweitern. Um jetzt eine solche Rechtevorlage für den Benutzer anzuwenden, gehen wir zurück zu unserem Benutzer und klicken auf das Untertab Benutzereinstellungen. Dort hast du ganz unten die Möglichkeit, eine Benutzervorlage auszuwählen. Wir entscheiden uns für die Vertriebsvorlage, wählen diese aus und speichern oben rechts, damit die neuen Rechte übernommen werden. Das kann je nach Anzahl der Rechte einen Moment dauern. Anschließend können wir die Benutzerübersicht aufrufen und sehen, dass der Benutzer nun 602 Rechte hat. In den Benutzereinstellungen sehen wir außerdem, dass die Vertriebsvorlage hinterlegt ist. Noch ein wichtiger Hinweis zum Einsatz von Benutzervorlagen. Mit Benutzervorlagen können nur neue Rechte hinzugefügt, aber nicht entzogen werden. Das bedeutet, wenn du dich umentscheidest und dem Benutzer eine Vorlage mit weniger Rechten geben willst, bleiben die Rechte aus der aktuellen Vorlage bestehen und es kommen nur eventuell weitere Rechte aus der neuen Vorlage hinzu. Auch das Löschen der Vorlage im Feld entzieht keine Rechte. Hier müsstest du im Tab Rechte die gewünschten Bereiche abwählen bzw. einen neuen Benutzer anlegen, je nachdem wie viele Rechte es sind und was schneller geht. Schauen wir uns jetzt die vergebenen Rechte im Rechte-Tab an. Hier werden alle Module und deren Einzelrechte aufgelistet, die du für den Benutzer aktivieren oder deaktivieren kannst. Wie du siehst, können diese je nach Größe des Moduls und der Anzahl der Funktionen sehr umfangreich ausfallen. Links oben im grünen Balken erkennst du immer, um welches Modul es sich handelt. Rechts hast du die Möglichkeit, alle Rechte für dieses Modul auf einmal zu aktivieren oder zu entfernen. Natürlich kannst du die Rechte auch einzeln aktivieren oder entfernen. Ein graues Recht bedeutet, dass es für den Benutzer deaktiviert ist und blau zeigt an, dass es aktiviert ist. Als Best Practice empfehlen wir einem Mitarbeiter, der ein Modul nutzt, zunächst alle Modulrechte zu geben und dann gezielt einzelne zu entfernen, falls nötig. Bei großen Modulen, wie hier das Adressmodul, kann es, wie gesagt, etwas überwältigend wirken. Die einzelnen Rechte sind jedoch so benannt, dass man die Funktionen relativ gut ableiten kann. Wichtige einzelne Rechte wären zum Beispiel Create für das Erstellen eines Eintrags, Delete für das Löschen, Edit für das Bearbeiten, List, um die Übersicht der Einträge anzuzeigen und Mini-Detail, um in der Übersicht die aufklappbare Vorschau des Eintrags anzuzeigen. In Belegmodulen wie dem Auftrag findest du außerdem zusätzliche wichtige Einzelrechte wie Freigabe, um den Beleg freizugeben, und Schreibschutz, um den Schreibschutz zu entfernen.
was vor allem bei Rechnungen eventuell nur bestimmten Mitarbeitern zugänglich sein sollte. Schauen wir uns jetzt die Auswirkungen der Rechtevergabe durch die Benutzervorlage direkt beim entsprechenden Benutzer an. Wir hatten uns zuvor in einem neuen Browser-Tab mit dem Benutzer bereits eingeloggt. Wie du siehst, hat der Benutzer keine Rechte oder Module, außer der Möglichkeit, sich im System anzumelden. Wenn wir die Seite jetzt aktualisieren, werden die neuen Rechte für den Benutzer geladen und er erhält Zugriff auf viele weitere Module und Bereiche in Xentral. Nehmen wir jetzt zusätzlich an, dass der Mitarbeiter neben den normalen Modulen aus der Vertriebsbenutzervorlage jetzt auch noch die Lieferscheine einsehen soll. Wenn der Benutzer allerdings versucht, diese über die Smart Search aufzurufen, erhält er eine Fehlermeldung wegen fehlender Berechtigung. Das heißt, du musst als Admin dem Benutzer die benötigten Rechte für den Lieferschein erst erteilen. Zurück im anderen Browserfenster sind wir immer noch als Admin eingeloggt. Um die Rechte für den Lieferschein an den Mitarbeiter zu vergeben, müssen wir sie zunächst finden. In der Rechtevergabe sind generell alle Module alphabetisch aufgelistet. Somit kannst du entweder zu L wie Lieferschein scrollen oder die Browsersuche verwenden. Die Browsersuche rufst du mit der Tastenkombination Ctrl plus F oder auf Macs mit Command plus F auf. Das Ziel ist jetzt, den Modulnamen Lieferschein zu finden. Achte also auf einen Treffer im Titel des grünen Balkens. Der dritte Suchtreffer ist bereits das Modul und wir können hier alle Rechte mit einem Klick auf den Button Alle setzen vergeben. Mit den vergebenen Rechten für das Lieferschein-Modul können wir zurück zu unserem Mitarbeiter wechseln. Wenn wir die Seite jetzt neu laden, wird die Übersicht der Lieferscheine angezeigt, da der Mitarbeiter nun vollen Zugriff auf das Modul hat. Solltest du einmal nicht genau wissen, wie der Modulname für den Rechteblock lautet, empfehlen wir dir als Admin zum Modul zu navigieren und die Modulbezeichnung in der URL einzusehen. Übrigens kannst du hier auch mit dem Action-Wert das Einzelrecht für die Unterseiten erkennen, falls du gezielt Zugang zu einer Unterseite einschränken willst. So, und das war schon zum Thema Rechtevergabe und Benutzervorlagen in Xentral. Viel Spaß weiterhin bei der Einrichtung und wir sehen uns im nächsten Video.